Braucht ihr noch einen Stollenreifen für eure dicke Reise-Enduro? Der auch bei Regen guten Grip hat, eine fantastische Haftung auf kurvigen Bergstraßen und Serpentinen beweist, auf richtig groben Offroad-Strecken Traktion hält und sogar auf losem Schotter oder Sand und nicht nach 1000 Kilometern schon förmlich verbrennt. Dann freue ich mich drauf, euch den Mitas E10 vorstellen zu dürfen. Aber wie bin ich jetzt zu dieser Erkenntnis gelangt? Also erstmal habe ich diesen unglaublich steifen Reifen auf die dicke Super Tenere montiert. Dann bin ich durch Deutschland und die Schweiz die komplette Autobahn runter bis nach Italien hinuntergefahren. Warum Italien, wollt ihr wissen? Da kommen wir nachher erst zu. Und auf jeden Fall bin ich in der Schweiz in diesen unglaublichen Regen gekommen, welcher die Autobahn unter mir einfach flutete. Und was soll ich sagen? Der Reifen ist nicht ein einziges Mal gerutscht. Selbst nachher in den kurvigen Pässen, kurz nachdem es geregnet hat, auch dann nicht. Aber nun wissend, dass der Reifen die Nässe und Regen nicht fürchtet, im Gegensatz zu mir, habe ich dann noch endlich, zwar komplett durchnässt, Italien aber endlich erreicht. Und das war auch der Moment, an dem ich das schlechte Wetter einfach hinter mir ließ und zu den kurvigen Bergstraßen und Serpentinen der italienischen Alpen auf meiner Route kam. Das war zwar auch nicht der Grund, weshalb ich runter bis nach Italien gefahren bin, aber eine großartige Möglichkeit, den Reifen mal ein bisschen auf Herz und Nieren zu testen und zu schauen, wie seine Kurvenhaftung so ist. Und was soll ich sagen? Ich konnte die Fußrasten in den Kurven schleifen lassen, mit Leichtigkeit, und die GoPro leider auch. Der Reifen hat im Grunde genommen auf der kompletten Tour für einen Stollenreifen makellos funktioniert. Egal ob es warm und trocken, kalt und nass oder die Straße einfach in einem miserablen Zustand war. Und endlich habe ich es dann auch geschafft, den Grund meiner 1000 Kilometer Reise in den Süden zu erreichen. Die herausfordernden Strecken des Trans-Euro-Trail Italien. Aber bevor ich diese lockenden Geröllwege in Angriff nehmen konnte, musste ich zwei Sachen prüfen. Ob das Profil des Reifens noch in Ordnung war oder sich nicht schon zu weit abgefahren hatte. Aber für nach 1000 Kilometer sieht der Reifen schon ganz gut aus. Und dass der Reifendruck in Ordnung war. Ich senke übrigens meinen Luftdruck nicht fürs Gelände. Warum, erzähle ich euch vielleicht in einem anderen Video. Und letztendlich bin ich dann auch zum spaßigsten Teil der Tour gekommen, wo der Reifen sich im losen Geröll, im Schotter, auf Waldwegen und auf Erdwegen beweisen durfte. Und auch hier wieder, was soll ich sagen? Im groben Geröll gab er den nötigen Vortrieb und buddelte sich förmlich nach vorne und gab dabei richtig guten Seitenhalt, was dafür sorgt, dass man dann nicht so sehr hin und her schlingert. Auf den Waldwegen rutscht er auch nicht ein einziges Mal aus der Spur, außer man hat es am Hinterreifen provoziert. Schotterwege oder auch sehr loser Schotter waren für ihn eine Leichtigkeit. Und auf der feuchten Erde packten die Stollen bei jeder Gelegenheit und gaben immer ein sicheres Gefühl. Und das Einzige, was ich jetzt bei dem Reifen nicht testen konnte, waren Schlamm, Tiefsand und nasse Wiese. Da müsst ihr wohl selber ran. Und nachdem ich noch eine Menge Spaß da unten hatte, ging es auch schon über die bekannten Alpenpässe wie den Col de l'Iseran mit seinen 2770 Metern Höhe auf den Heimweg, um 1000 weitere Straßenkilometer auf dem Reifen abzuspulen. Aber wie sieht der Reifen jetzt nach 2500 Kilometern eigentlich aus? Dass er kein Langläufer ist, sollte jedem bei den Qualitäten, die er als Stollenreifen bietet, eigentlich klar sein. Und wenn ich mir so das Profil vom Hinterreifen anschaue, würde ich vermuten, dass er noch 1500 bis 2000 Kilometer Straße macht, bevor er im Gelände nicht mehr zu gebrauchen ist. Und wahrscheinlich noch mal gute 2000 Kilometer, bis er komplett aufgebraucht ist. Aber das wird die Zukunft zeigen. Und beim Vorderreifen sieht es übrigens ganz ähnlich aus. Die verbrauchen sich also nicht zu unterschiedlich. Vorne genauso schnell wie hinten. Und das ist die Erfahrung, die ich persönlich mit dem Mitas E10 gemacht habe. Wenn ihr eine andere habt, schreibt sie mir gerne unten rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.